Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Es geht weiter mit dem Motor A16XER bzw. Z16XER von dem Opel, der gequalmt hat. Das ist nicht der Motor, das ist der neue Motor, der da reinkommt. Und leider ist er in einem nicht sehr guten Zustand, denn ziemlich viel Ölverkorkung ist oben im Zylinderkopf zu sehen. Und deswegen wollten wir auch die Ventilschaftdichtungen neu machen. Ein separates, kurzes Video machen. Wir werden zeigen, wie man eine Ventilschaftdichtung neu macht und wie man die Ventile schleift. Das haben wir bei einem Polo gemacht. Wir haben bis jetzt auch nur ein Video gemacht, wie man die Ventilschaftdichtung, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Ventilschaftdichtungen dabei war oder einfach nur Zylinderkopfdichtung in dem Video, und zwar der Polo 9N. Da haben wir schon mal so eine Motorinstandsetzung gemacht. Ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer, und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt: 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten, um wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt, oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Und so sieht die ganze Geschichte auf dem Kopf aus, und wie man sehen kann, ist hier eine Verfärbung, aber wir sehen keine Risse, also dass die Ventile minimal Risse haben die nicht. Und sonst, dass irgendwo Kopfdichtung durch war, sieht man auch nicht. So, wir machen alles einmal sauber, mit Haarlineal einmal alles ausmessen und dann geht es schon an die Ventile. Also wir können keine Risse sehen auf dem Ventil, sodass die mal überhitzt sind, oder von Ventil zu Ventil, da sind auch keine Risse. Und von daher alles in einem guten Zustand, der eventuell, die Ventile werden wir anschleifen, also die Ventilsitze, damit die Ventile wieder vernünftig auf dem Kopf sitzen, weil das ist das Allerwichtigste, weil die Ventile geben die Wärme halt, dadurch, dass die ja im Zylinder sind und aufgehen, geben die halt über den Kontakt von Ventil zu Zylinderkopf die Wärme ab, damit die nicht verbrennen. So, wir wollen jetzt die Ventilschaftdichtungen neu machen und quasi die Ventile anschleifen, Ventilschaftdichtungen neu machen, und dafür müssen natürlich die Nockenwellen raus. Das bedeutet das. Die Zahnräder habe ich schon abgeschraubt. Wichtig, macht euch da, die Markierungen sind ja drauf, aber die Nockenwellen lassen sich verdrehen. Deswegen achtet wirklich drauf, wie ihr das Ganze abschraubt. Das Ganze wird abgeschraubt mit einem T55, werden die Schrauben abgeschraubt. Erst die Stopfen, da sitzen solche Stopfen, die werden erst rausgeschraubt. Dann werden die Schrauben, die da drin sitzen, abgeschraubt. Das Zahnrad wird abgeschraubt. So, und dann könnt ihr anfangen, die ganzen Schrauben abzuschrauben. Die Nockenwelle versuchen, von innen nach außen abzuschrauben und immer schön überkreuzt das Ganze, damit die Nockenwelle sich gleichmäßig löst, weil die ja noch unter Spannung ist, weil die Ventile bzw. die Hydrostößel ja noch drauf drücken. Das schon mal dazu. Hier können wir auch sehen, obwohl wir sehen das gleich, wenn wir das abgeschraubt haben. So, von innen nach außen mit einer Achternuss, aber das ist eigentlich ein Torx, aber könnt ihr auch mit einer Achternuss abschrauben. Erst einmal alles lösen.
Merkt euch auch, wo welche Nockenwelle saß, macht euch eine Markierung. Hier ist aber ansonsten eigentlich alles gleich. Mit dem Blockierwerkzeug könnt ihr das Ganze hier nachher wieder blockieren, damit das Ganze wieder passt. Das können wir als erstes hier vorne abschrauben. Hier vorne sind ja auch nämlich noch die Nockenwellensimmeringe. Ganz wichtig ist es jetzt auch, die Nockenwellen sind ja hier auch gelagert. Wichtig ist es, dass die Lager wieder auf die richtige Position kommen. Hier stehen die Zahlen auch drauf. 2, 3, hier steht nichts drauf. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das bitte merken. Wenn nicht, hätten wir jetzt eigene Markierungen gemacht. So, weil die sind hier schon schön eingeschliffen. Hier können wir auch gucken, ob wir Ölprobleme hatten. Oder ob irgendwo was zu viel verschlissen ist. Ja, hier hinten hatte der ein bisschen Ölprobleme. Entweder nicht regelmäßig gewechselt. Hier hinten hat er ein bisschen was weg. Ja. Hier hinten war ein bisschen nicht gut. Hier hinten ein bisschen nicht gut. Hier ist noch. Ja, nach hinten hin hatte der schon zu wenig Öl. Ja. Aber keine dicken Riefen. So sieht das Ganze einmal aus. Und hier ist die Nockenwellenverstellung. Hier können wir auch sehen, ob jetzt da irgendwelche Brocken rumliegen oder. Und hier haben wir die Nockenwellensimmeringe, die machen wir auch neu. Mhm. Irgendwelche Klumpen entgegengekommen. Dann haben wir das einmal hier. Das ist hier hinten. So, zu dem Teil. Jetzt geht es weiter. Um die Ventilschaftdichtungen neu zu machen, gucken wir uns einmal an, wie das Öl hier. Ja, hier können wir dann auch einmal sehen. Hier sehen wir natürlich die richtigen Verkorkungen. Also der hatte selten frisches Öl gesehen oder unregelmäßig gewechselt das Ganze. Aber es ist nicht so heftig schlimm, dass wir das nicht weiter verbauen werden. So, dann holen wir das einmal raus, lege ich einmal ordentlich alles hin und dann geht es weiter. Und so sieht das Ganze aus, wenn wir das jetzt sauber gemacht haben. Einmal komplett die alten Reste wegmachen, die Zylinder schon mal grob sauber machen, die Ventile schon mal grob sauber machen. Wir holen die ja gleich raus. Dann einmal das Ganze umdrehen und dann können wir das Ganze anfangen rauszuholen. So, wir haben jetzt alles vorbereitet. Ich habe schon eine Ventilschaftdichtung rausgeholt. So sieht die aus und guckt euch das mal an. Wenn man das so verbauen würde, ich hoffe, der fokussiert jetzt da. Seht ihr, wie verkokt und verschlammt die sind? So, und das ist die Dichtung. Hier bewegt sich das Ventil hoch und runter, macht den Zylinder quasi entweder die Abgase oder Frischluft rein. Und Öl befindet sich ja hier oben im Zylinderkopf. Und damit das nicht in den Zylinder reinkommt, müssen diese Dichtungen das Ganze abdichten. So,
Das Ganze ist wie folgt aufgebaut. Und das war auch eine gute Idee, das zu machen, denn wir holen mit euch jetzt einmal zusammen die Geschichte raus. Wir brauchen dafür einmal so ein Werkzeug, damit wir die ich nenne sie jetzt einfach mal Ventilschlösser. Ich hoffe, das ist auch der richtige Name dafür. Da ist quasi eine Ventilfeder. Wir können uns das ja so vorstellen, Ventil geht hier durch, Nockenwelle drückt auf ihn drauf, das ganze Ventil geht runter und natürlich muss das Ventil ja wieder irgendwie hoch, das wird durch die Feder wieder hochgezogen. Das heißt, die Feder ist ja quasi vorgespannt, beziehungsweise da ist eine Feder drin. Die muss ja einmal raus und da sind solche Ventilschlösser, nennen wir sie jetzt einfach mal. Ich zeige euch die Ventilschlösser mal. Das haben wir bei dem Polo auch einmal gesehen. So sieht das Ganze einmal aus. So. Die sind ganz, ganz oben auf dem Ventil. Dann spannen wir das Ganze wieder. Und können jetzt einmal die Tasse quasi ganz oben auf dem Ventil. Dann einmal die Feder. So sitzt das Ganze dann einmal da drauf. Das drücken wir quasi runter, dann nehmen wir die Ventilschlösser raus. Und dann haben wir das Ventil und dann sitzt einmal die Ventilschaftdichtung drauf. Da könnt ihr jetzt sehr gut reingucken. Links ist er schon ab, also quasi hier ist er noch drauf, da ist er schon ab. Und jetzt nehmen wir den einmal zusammen raus. In dem Fall sitzt er schon gar nicht mehr so straff da drauf. So, dann haben wir den einmal da. So, und natürlich verschleißen die, besonders hier ist es sogar noch richtig schwarz. Und das war schon wirklich eine sehr, sehr gute Idee, die mitzumachen. Und dann können wir die Ventile rausholen. Jetzt mal die Ventile rausholen. So sieht dann einmal ein Ventil aus. Wir haben das Einlassventil. Nee, das Abgasventil. Das ist abgasseitig. Das ist Ansaug. Einmal abgasseitig das Ventil. Und hier sehen wir dann einmal, hier sind dann quasi die Schlösser drauf. Hier oben auf diesen Rollen. Da oben. So, und jetzt können wir das Ganze einmal alle rausholen, einmal richtig gut sauber machen, weil Ventilsitz gar nicht mehr so gut ist, wenn wir hier drauf gucken. Ja, seht ihr? Der schließt gar nicht mehr so vernünftig. Das werden wir aber alles einmal sauber machen, schleifen. Ja, ich hole alles raus, aber das wird in diesem Video gar nicht mehr gezeigt. Wir machen die Ventilschaftdichtungen dann neu. Ich schleife sie jetzt einmal fertig und dann nur noch die Ventilschaftdichtungen rein. Dann haben wir alles einmal perfekt. Ja Leute, Ventile einmal komplett sauber, die Ventilsitze nachgeschliffen, damit das Ganze auch einmal schön sauber und alles einmal passt. Damit das Ganze hier einmal da, Ventile nachgeschliffen, sieht aus wie neu. Das müssen wir noch ein bisschen machen. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. So, Ventile einschleifen mit der T-Rosson-Paste. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Hier habt ihr einmal zum Nachschleifen, Vorschleifen und Nachschleifen, zwei unterschiedliche Schleifstufen.
So, das Ganze dann, da haben wir ein separates Video von dem VW Polo. Zylinderkopf überholen müsste es heißen. Und die neuen Ventilschaftdichtungen sind da. So sieht das Ganze aus und wenn wir uns das Ganze hier einmal angucken, dann haben wir schon einen immensen Unterschied. Wenn er fokussieren würde, ja. Ist logisch. Ist auch klar. Nur manchmal nimmt man das halt mit in Kauf und lässt den Motor halt so, ohne ihn zu überholen, oder man macht die Ventilschaftdichtungen neu. Wir haben jetzt die Abgasseite fertig, jetzt machen wir die Abgasseite komplett fertig. Und jetzt können wir, es gibt da so eine Zange, es gibt auch unterschiedliche es gibt ja auch unterschiedliche Ventilschaftdichtungen. Und da gibt es halt einmal so ein Set, Kauflink unten in der Videobeschreibung. Mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr dann nochmal 5% oben drauf. Und da gibt es halt unterschiedliche Ventilschaftdichtungen und dafür auch unterschiedliches Werkzeug, um die vernünftig da drauf zu pressen oder drauf zu drücken. Hier in dem Fall passt der Satz mit 4 mm leider nicht drauf, aber hier kann man die auch so draufsetzen, so, weil das Ventil sitzt hier oben drauf, auf der ganzen Geschichte. Und von daher wird er automatisch hier drauf drücken und wird das Ganze schon richtig gut festsetzen. Ansonsten gibt es halt die Möglichkeit, bei den anderen ganzen Ventilschaftdichtungen, dass man das hier draufsetzt und dann quasi da rein schlägt. So, wir machen das damit jetzt. Wir machen jetzt die komplette Abgasseite. So, den einen habe ich schon. Sauber gemacht unten haben wir natürlich auch schon. Jetzt kommt überall die Federn wieder drauf. Und dann können wir das Ganze wieder verschließen. Federn sind relativ egal, wo die reinkommen. Und der Kollege hat keine Hydrostößel, das wird alles hier über die Federn gemacht. Deswegen, falls jemand die Hydrostößel bei diesem Motor verdächtigt, der hat keine Hydrostößel. So, das Werkzeug gibt es natürlich auch in der Videobeschreibung, um die Ventilschlösser quasi aufzumachen. Relativ gutes Werkzeug. Und auch hier verstellbar das Ganze. Wirklich sehr, sehr angenehm damit zu arbeiten. Wie heißt das Werkzeug überhaupt? Ventilfeder-Ausbauwerkzeug heißt der Kollege. Den gibt es auch mit Druckluftschlauch, weil es gibt ja die Möglichkeit, die Ventilschaftdichtungen könnt ihr auch ausbauen, indem der Zylinderkopf verbaut ist. Ihr müsst den Zylinderkopf nicht dringend ausbauen, denn es gibt halt die Möglichkeit, den Schlauch zu nehmen, den Druckluftschlauch. Bei BMW macht man das auch sehr gerne. So, es gibt die Möglichkeit, mit einem Druckluftschlauch Druck in den Zylinder zu geben und dann quasi Nockenwelle ausbauen und dann halt Zylinder pro Zylinder die Ventilschaftdichtungen wechseln. Nur man kann sie halt dann nicht einschleifen. Die Ventilsitze schleifen kann man dann leider nicht. Aber das wäre halt eine Möglichkeit, wenn ihr die Ventilschaftdichtungen wechseln wollt, ohne den Zylinderkopf auszubauen. So, ich hoffe, ihr könnt so gut wie möglich mit zugucken. Wir werden das jetzt mal bei einem Ventil zusammen machen.
So, und verliert bloß nicht so einen Ventilsitz. Denn das ist sehr, sehr krampfmäßig. Und jetzt können wir das Zeug eigentlich lösen. Da sind die Schlösser jetzt drin. Die sind ja zweigeteilt, also 2 einzelne sind das. Das war's. Und so von Zylinder zu Zylinder macht man das Ganze fertig. So, und so sehen die halt einzeln aus. So, dann muss man die da reinfummeln. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen, wenn man die Ventilschaftdichtungen wechseln möchte. Relativ hier natürlich etwas einfacher. Natürlich hat das ewig gedauert mit dem Schleifen, dass man die vernünftig runtergeschliffen hat. Und ja, wir haben das Ganze jetzt fertig, bauen rückwärts das Ganze wieder zusammen. Wir werden das jetzt nicht mehr mit Video aufnehmen, weil das Ventilschaftdichtungsvideo ist dann quasi zu Ende, meiner Meinung nach. Und ich denke mal, das wird jetzt auch keine Anleitung sein, wie man die Ventilschaftdichtungen wechseln kann. Ja, einfach nur so ein Video euch mal mitgenommen, wie das Ganze hier aussieht. Im Prinzip jetzt Nockenwellen rein, Räder dran, Sensoren dran und dann können wir den Kopf wieder verbauen. Braucht ihr die Newtonmeter? Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob wir euch in Zukunft da mitnehmen sollen, ob wir alles mitfilmen sollen oder euch das im Speed-Modus ausreicht, weil dann wird das so ein ellenlanges Video. Aber ich baue das mal zusammen und dann sage ich euch mal die Newtonmeter. Wir machen das mal so heute. Ich baue das Ganze zusammen und dann sage ich euch die Newtonmeter, mit wie viel ich das alles angezogen habe. Ist ja quasi nur die Nockenwelle und das Zahnrad. Jo.
Ja, Leute, und somit haben wir dann den Zylinderkopf umgebaut. Was gibt es dazu eigentlich noch zu sagen? Außer, ich hoffe, ich konnte mit dem Video, ich denke mal, nachmachen werden das jetzt die wenigsten, aber um einfach mal zu gucken, ob der Kopf Hydrostößel hat, wie die Ventilschaftdichtungen da drin sitzen, ob es überhaupt machbar ist, das Ganze zu machen. Also der komplette Teil muss zerlegt werden, um die Nockenwellenräder da rauszubekommen. Deswegen schon wichtig, dieses Blockierwerkzeug zu haben. Und ja, wir werden den Kopf dann in dem anderen Video, wo Zylinderkopfdichtung Wechsel ist, draufsetzen. Und ja, ich hoffe, mit dem Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen. Und schreibt mal unten in die Kommentare, welche Motoren, Zylinderkopfdichtungen oder Ventilschaftdichtungen wir mal in Zukunft eventuell vielleicht in Angriff nehmen sollen, weil das ist echt ein Akt, um das zu machen. Deswegen schreibt mal bitte alles unten in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, mit dem Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.